Also vielleicht ist es nicht die Traumelf, aber für mich, das sind die Jungs, mit denen ich gerne nach dem Spiel auch noch mich an den Tresen setzen würde. Roman Weidenfeller und ich kennen uns jetzt schon sehr lange, nämlich seit 15 Jahren genau. Roman war einer der BVB-Spieler von damals, die, und natürlich auch heute noch, von damals, die mit mir zusammen das Video zu This Is My Time gedreht haben. Und es war sehr lustig, denn er hatte am Abend vorher eine kleine Feier und er war nicht so gut zurecht, sage ich mal. Und deshalb konnte ich ihm so ein paar Elfer versenken, was ganz gut fürs Video war. Ja, Maschine halt, ne? Also ich fand Stefan Reuter fand ich immer einen der besten Leute hinten so, ne? Immer gekämpft, also nie aufgegeben und so. Also den gehört einfach für mich dazu. Mats Hummels ist irgendwie, finde ich, gehört zu einer Riege Spieler, die Leistung bringen, aber auch das Bedürfnis haben, auch von hinten eine Mannschaft nach vorne zu treiben und so. Und deshalb Mats Hummels ganz klar bei mir innen. Ja gut, das ist natürlich auch ein alter Kollege von mir. Und den habe ich damals zusammen mit Sebastian Kehl zur WM 2002 kennengelernt in Japan. Und da haben wir auch schon mal so ein paar Interviews zusammen gemacht. Und seitdem sind wir eigentlich ganz gut befreundet. Deshalb gehört er auch da rein, abgesehen davon, dass er auch, finde ich, ein sensationeller Spieler ist. Ja, und den Aussagen gibt es auch einen Grund. Ich weiß nicht mehr, wer der Kommentator war, aber es gab so eine Szene, ich weiß auch nicht, auf jeden Fall war der Kommentator unfassbar verliebt in Marcel Schmelzer und hat dann irgendwann aus der purer Freude heraus dann irgendwann mal so jauchzend Schmelzer gesagt. Das hat sich so in mein Hirn eingebrannt. Schmelzer! Dann kriegte gar nicht genug davon, sagte, er hat eine mega Aktion gemacht und so. Schmelzer. Und das hat sich bei mir eingeprägt, deshalb ist er dabei. Ja. Auch wieder natürlich ist der Mann auf dem Posten. Ja, auch ein Buddy von mir, ne? seit Ewigkeiten und aber auch für mich einer, ja, der ist halt nicht nur mit dem Kopf dabei, sondern auch mit dem Herz und hat es immer wieder, auch wenn er selber nicht beteiligt war am Spiel, ist immer wieder geschafft, die Mannschaft aufzubauen und guten Spirit zu verbreiten und so und Kampfgeist und so und das auch von außen und das finde ich gehört in eine Mannschaft. Ja nun, was will man dazu sagen? Das ist ein der versiertesten und technisch hochkarätigsten Spieler, die ich kenne und der würde auf jeden Fall fehlen in dieser Elf. Ja, Alltime Favorite so, ne? Das ist irgendwie Lars Ricken immer hier, immer für und bei Dortmund und so und ich finde, dem gebührt ein Platz in der Stammelf, so in meiner. Thomas Rositzky fand ich halt immer, also das hat mir einfach gefallen, wie er gespielt hat. Ich glaube, in der Zeit, wo er hier war, da hat es ihm nicht ganz so gut gefallen ab und zu, aber ich fand, das war immer einer der, also für mich einfach technisch versiertesten Fußballspieler überhaupt. Also ich habe dem gerne zugesehen. Ja, eine Macht, ne? Also so ein Allround-Stürmer. Ich kenne das noch aus früherer Zeit, als ich noch links außen war. Die Position gab es damals noch. Da gab es halt so einen Mittelstürmer, so, der dann da vorne stand und gewartet hat, dass rechts oder links irgendwie geflankt haben und dann mit dem Kopf versenkt oder keine Ahnung und so. Und Lewandowski hat so für mich das alles in Personalunion. Also der kann sich am Ball behaupten wie kaum ein Zweiter und abschließen, egal ob mit dem Fuß oder mit dem Kopf. Jetzt fragt man sich natürlich, warum. Ja, den habe ich natürlich schon mal kennengelernt auf diversen Benefizspielen und der spielt immer noch saugut Fußball, aber immer noch so wie früher so ein bisschen. Also wenn zum Beispiel, ich habe den deshalb gewählt, weil ich habe überlegt, wenn die jetzt so gleich alt wären und auf dem gleichen Leistungsstatus, dann wäre Frank Mill der die Dinger reinmacht, wenn Lewandowski sie verhaut. So, der ist dann immer da, wo er sein muss und das fand ich damals schon ganz gut.